Personenbezogene Werbung. Das ist umständlich gesprochen das, was ihr vermutlich gerade gesehen habt. Werbung, die euch auf YouTube, TikTok, ja auf so ziemlich jeder Plattform angezeigt wird. Ihr habt einen Adblocker oder YouTube Premium. Okay, euch werden dann wohl die gerade nicht angezeigt, aber Millionen andere sehen Werbung, die direkt auf die Person an sich abzielt. Und das ist massiv gefährlich, auch wenn wir sie jeden Tag angezeigt bekommen. Personenbezogene Werbung könnte, richtig eingesetzt, dazu führen, dass ein ganzes Land aus der EU austritt oder ein Fanatiker Präsident wird oder eine ganze Gesellschaft sich um banale Dinge streitet, während wir kurz vor dem Aussterben sind. Schreie nach dem Verbot von personenbezogener Werbung werden deswegen immer lauter und ich will euch hier in diesem Video erklären, warum eigentlich. Dazu habe ich mich auch mit einigen meiner Kollegen und mit Timo Wölken von der SPD unterhalten, der genau hierfür im Europaparlament kämpft. Personenbezogene Werbung ist also Werbung, die perfekt zu euch passt oder passen soll. Ihr hattet sicher alle schon mal einen YouTube-Spot oder Twitter-Werbung, wo ihr euch dachtet, the fuck, was soll das denn jetzt sein? Das Ziel ist aber klar, man will eure Daten haben, um möglichst euch als Person gut einschätzen zu können. Dann sucht man sich, sobald ihr eine Website besucht, für euch passende Werbepartner aus, die davor schon beim Anbieter ein Gebot platziert haben. Deren Werbung seht ihr dann. Das passiert also nicht nur auf YouTube, sondern fast überall, wo ihr unterwegs seid. Google Ads sind massiv und überall, weil sie Marktführer sind. Sie nicht angezeigt zu bekommen ist möglich, aber schwer. Seitdem sich dieses Modell als Geschäftsmodell mit der Google-Suche etabliert hat, ist ein kleiner Krieg entstanden. Tracking-Firmen vs. Privacy-Add-ons. Um hier nicht zu sehr ins Detail zu gehen, hier ein paar meiner Favoriten des Krieges. Nummer 6. Cookies und Logins. Klar, easy. Ihr besucht eine Seite, die klatscht euch was in eurem Browser und der Trottel merkt sich das dann auch noch. Beim nächsten Besuch weiß die Seite perfekt, dass genau dieser Rechner schon mal da war. Aber wenn ich Google oder Facebook bin, will ich ja auch auf allen anderen Seiten wissen, was der User da so macht. Daher Nummer 5, das Tracking-Pixel. Facebook hatte lange Zeit in ihrem Teilen-Button ein weiteres fast unsichtbares Element. Es war ein einziger Pixel, der auf der Website quasi unsichtbar war, der aber dafür sorgte, dass Facebook Zugriff auf Cookies bekam. Dann kamen diese Privacy-Idioten und haben den Private Browsing-Modus erfunden. Zum Glück gibt es aber Nummer 4, die IP-Adresse. Die muss einfach mitgeschickt werden. Immerhin muss der Traffic an die Website ja kommen. Ungünstig sind dann nur solche Sachen wie Tor, VPNs oder dummerweise auch die Tatsache, dass viele Menschen denselben Anschluss nutzen können. Daher Nummer 3, Browser Fingerprinting. Es hat sich herausgestellt, dass Browser ziemlich einzigartig sein können. Welche Version habt ihr von welchem Browser? Welche Add-ons habt ihr? Welche Features sind eigentlich aktiv? Tut man nichts dagegen, sind diese Methoden fast immer eindeutig. Aber was machen wir mit diesen mega anonymen Idioten, die zum Beispiel gerne im Tor-Netzwerk unterwegs sind? Nummer 2, Tracking per Mausbewegung. Jeder Mensch hat seine Marotten und ist ziemlich besonders. Anscheinend auch in der Art, wie man die Maus bewegt. Schon mal euren Eltern dabei zugesehen, wie sie diesen Zeiger so langsam wie das deutsche Internet auf einen Button bewegen, da etwas rumkreisen und dann erst irgendwann mal klicken? Macht mich fast wahnsinnig, macht aber wohl jeder ein bisschen anders und so konnten sogar schon Tor-Nutzer identifiziert werden. Aber mal ehrlich, wer nutzt denn heute noch die Maus? Deshalb Nummer 1, der Grafikchip. Ihr habt richtig gehört, euer Sleeping Giant kann WebGL, damit ihr in eurem Browser auch mal zocken könnt. Aber jede Grafikkarte ist etwas ganz Besonderes. Ich liebe ja meine auch dafür, aber leider merkt man das bei einer gewissen Folge an Aufgaben dann auch als Tracker. Okay. Und das wurde jetzt tatsächlich gemacht, damit einfach nur Werbung für euch als Individuum angezeigt werden kann? Ja, tatsächlich schon. Muss sich ja wirklich unfassbar lohnen, oder? Alphabet, der Mutterkonzern von Google, hat 2020 einen Umsatz von 147 Milliarden Dollar gemeldet. 80% davon ungefähr kommen von personenbezogener Werbung, also sind ca. 117 Milliarden Euro nur für Google dabei rausgesprungen.
in einem Jahr. Und Facebook ist da noch nicht mal drin. Also ich würde sagen, worth 11 von 10. Ist aber leider auch wirklich gefährlich. Die offensichtlichste Gefahr geht wie gewohnt von Hackern aus, denn bedenkt bitte immer, keine Software ist sicher und wenn die Daten existieren, können sie auch gestohlen werden. Haben Hacker Informationen über euch, können sie euch wunderbar erpressen mit genau dem, was ihr eher nicht öffentlich sehen wollt. Sie können euch stalken, weil sie Standortdaten haben oder sogar eure Identität stehlen, ein Konto auf euren Namen eröffnen und euch in den finanziellen Ruin treiben. Klar, die wollen euch was Böses. Nicht ganz so offensichtlich sind Staaten. Bei Privacy müssen wir immer global und nicht individuell denken. Mag sein, dass du, der dieses Video hier siehst, weißt, wie du dich schützen kannst. Oma Elfriede weiß das aber vielleicht nicht und so geht es dem Großteil der Bevölkerung. Und wenn nun deine homosexuelle Cousine, die du über alles liebst, die aber leider kein großes Interesse an Privacy hat, im Urlaub in ein Land geht, wo Homosexualität unter Todesstrafe steht, dann kann das ein ziemliches Problem sein. Denn Google weiß ganz exakt, welche Sexualität sie hat. Und Google und Facebook ist auch in sehr vielen Ländern vertreten, in denen Menschenrechte nicht so wahnsinnig wertvoll sind. Wenn es dann also ein Gesetz in diesem Land gibt, das alle Menschen bei Einreise bei Google durchchecken muss und da so etwas rauskommt, dann sieht es nicht so sonderlich gut für sie aus. Das Beispiel ist etwas überdramatisiert, klar, aber ganz fern von der Realität ist es nicht. Das ist tatsächlich der Grund, warum es nicht reicht, eine Alternative zu Tracking haben. Es muss einfach per Standard aus sein. Okay, vielleicht ein bisschen konkretere Beispiele. Ihr wisst ja, dass Great Britain aus der EU ausgetreten ist, richtig? Tatsächlich bereut das aktuell ein Großteil der Briten, trotzdem müssen sie damit leben. Und das, weil einige Menschen sich von Werbung manipulieren ließen. Die persönlichen Informationen konnten genutzt werden, um herauszufinden, ob sich die Person schon bei diesen Abstimmungen entschieden hatte. Falls ja, war sie uninteressant. Falls nein, wurde sie bombardiert mit Werbung für das gewünschte Ergebnis. Und zwar mit exakt den Vorteilen des Brexit, der für diese Person wichtig war. Für euch zum Beispiel könnte das heißen, hey, die EU plant die Chatkontrolle, lasst uns aus der EU aussteigen. Dann können wir selbst über unsere Gesetze entscheiden. Dass Werbung nicht die volle Wahrheit erzählt und negative Aspekte verschwiegen wurden, dürfte wohl klar sein, oder? Mittlerweile gibt es ja häufiger mal Zeiten, wo man einfach manche Produkte nicht kaufen kann dort. Fast so wie Pandemie und Klopapier. Nur irgendwie immer. Und nicht nur mit Klopapier. Man kann also gezielte Propaganda betreiben und das kann ziemlich gefährlich sein, wenn man wirklich das ganze Volk individuell ansprechen kann. Und noch ein bisschen konkreter und fühlbarer. Facebook hat vor einer Weile ein Feature entfernt, das es Werbetreibenden speziell ermöglichte, Judenhasser als Zielgruppe auszuwählen. Ihr könnt euch, denke ich, selbst ausmalen, welche Werbung diesen Menschen angezeigt wurde. Mehr natürlich, um ihren Judenhass zu fördern. Es scheint wohl also wirklich nicht unbegründet zu sagen, dass personenbezogene Werbung Radikalisierung fördert. Tatsächlich wurden auch schon Geheimdienste dabei ertappt, wie sie sich an genau diesem Datenstrom bedienen. Deren Vorteil ist ganz klar. Nicht nur die Daten von Google gehen an die NSA, auch die von Apple, Facebook und allen anderen gleichzeitig. Die haben also so unglaublich viele Möglichkeiten, jeden von euch vorherzusagen, wie kaum jemand anders. Vermutlich sogar besser als eure Partner. Auch durch Firmen kann eine gewisse Gefahr ausgehen. Ich möchte hier mal ein konkretes Beispiel nehmen. Wer von euch hat denn einen wirklich gesunden Lifestyle? Anlügen geht nicht, ich bin nämlich eine personenbezogene Tracking-Maschine. Esst ihr wirklich genug Gemüse und keine Schokolade? Macht ihr genug Sport? Diese personenbezogenen Informationen können Krankenkassen oder Ärzte nutzen, um euch individuelle Angebote anzubieten. Das heißt, ich als Informatiker könnte einen Tarif bekommen, der vielleicht etwas höher ist als der meines Physiotherapeuten, der täglich mehrere Stunden Sport macht. Das nennt sich auch Diskriminierung und ist eigentlich etwas, das wir loswerden wollen. Über personenbezogene Werbung ginge das aber durchaus. Das kann man jetzt beliebig weiterspinnen und hier kommt ihr ins Spiel. Ich suche die spannendsten und missbräuchlichsten Konzepte für personenbezogene Werbung. Postet mir die in die Kommentare und ich teile sie auf Twitter oder schickt sie mir direkt in Twitter. Ich bin sehr gespannt, auf welche Ideen ihr kommt. Okay, aber ich höre jetzt schon zu Recht einige Beschwerden.
Wenn es keine personenbezogene Werbung gibt, heißt das natürlich noch lange nicht, dass Google keine persönlichen Daten von euch mehr braucht bzw. sammelt. YouTube will euch immer noch euren individuellen Feed zusammenstellen. TikTok braucht euren Verlauf, um euch die perfekten Clips für euch zu zeigen. Das ist genau der Knackpunkt, weswegen ich auch mit Timo Wölken gesprochen habe. Eigentlich war der Gedanke, personenbezogene Daten zu sammeln, insgesamt unmöglich zu machen, also komplett. Auf der anderen Seite geht das aber aus diversen Gründen nicht, denn viele Geschäftsmodelle basieren genau darauf und sind eigentlich auch das, was Nutzer wollen. Diese Debatte sollte in der Privacy-Verordnung festgehalten werden, aber da kommt die EU aktuell einfach nicht weiter und möchte daher das Sammeln insgesamt unattraktiver gestalten. Personenbezogene Werbung ist tatsächlich der Hauptgrund, private Informationen über euch zu sammeln. Für euren super YouTube-Feed, der euch dieses Video hier vorgeschlagen hat, sind eigentlich nur bisher geschaute Videos sowie einige wenige Eckdaten nötig. Eure Sexualität spielt eigentlich für die KI nur selten eine Rolle. Oder zumindest sollte sie das, um Filterbubbles zu vermeiden, aber das ist ein anderes Thema. Personenbezogene Daten zu sammeln und zu verarbeiten ist aber unfassbar gefährlich und teuer. Der Schutz dieser Daten kostet Google ordentlich viel und ja, im Fall von Google ist das vielleicht ein Trade-off. Aber viele kleinere Firmen würden sich dann zweimal überlegen, ob sie personenbezogene Daten wirklich sammeln wollen, wenn personenbezogene Werbung verboten ist. Es gäbe also insgesamt sehr viel weniger Anreiz, diese Daten überhaupt zu sammeln. Denn es gibt auch eine vielleicht sogar deutlich bessere Alternative. Personenbezogene Werbung heißt, ich bekomme Werbung zu Gesicht, die zu mir als Person perfekt passen soll. Facebook schaltet ganz gerne Werbung für Dating-Apps, wenn sie denken, dass ihr kurz vor einer Trennung steht. Ob sie euch dadurch nochmal in diese Richtung drücken, sei dahingestellt, aber vielleicht wisst ihr das selbst noch nicht. Vielleicht sprecht ihr nur wegen dieser Werbung euren Partner an, streitet und trennt euch. Vielleicht sorgt Facebook deswegen für die Trennung, nur weil sie denken, dass ihr euch bald trennt. Auf der anderen Seite sieht auch jemand, der einfach nur an eurem Rechner sitzt, eure Werbung und ist ein bisschen verwundert, warum ihr denn eigentlich Werbung von Eis.de zu sehen bekommt. Es rappelt im Karton. Vielleicht seht ihr diese Werbung ja sogar vor einem Video, das ihr mit euren Freunden schaut. Das aber um die Verfolgung von Juden im Zweiten Weltkrieg geht. Bisschen seltsam und unpassend. Viel angenehmer wäre doch dann die sogenannte kontextbezogene Werbung. Kontextbezogene Werbung bezieht sich auf den Kontext. Ich weiß, ich bin ein Sherlock wie immer. Aber das heißt, wenn ihr den Trailer zu Sex Education auf Netflix seht, kommt dieser Clip. Schaut ihr dieses eher düstere Video über Judenverfolgung, kommt Werbung für eine wohltätige Organisation, die Menschen auf der Flucht hilft. Wäre das nicht sehr viel passender und wäre es nicht sogar deutlich passender für eure aktuelle Stimmung? Denn hättet ihr nicht jetzt in diesem Moment Interesse am Thema personenbezogene Werbung, wärt ihr nicht auf diesem Video gelandet. Wer weiß, vielleicht sieht das ja morgen bei euch schon wieder komplett anders aus und ihr habt mehr Lust auf irgendwas leicht Erotisches. Kontextbasierte Werbung nutzt den Inhalt. Und ehrlich gesagt ist eine inhaltliche Analyse etwas, das zu Beginn der ganzen Werbeindustrie noch nicht funktioniert hat. Vor allem nicht für Videos und selbst für Text war das noch sehr schwer. Aber mit künstlicher Intelligenz kann ich euch sofort sagen, dass YouTube diesem Video den Themenkomplex Tech, Politik, Marketing und Privacy gibt. Dieser Prozess ist mittlerweile nicht mehr so komplex und wir haben sogar für Bilder schon so eine KI geschrieben auf meinem Tutorials-Kanal. Der Prozess funktioniert für Texte, Bilder, Videos und sogar für Abschnitte von Videos. Das heißt, in einem Video zu Apple vs. Samsung könntet ihr in dem Teil zu Apple Werbung bekommen und im Teil von Samsung welche zu Samsung. Ob das Sinn macht, muss man natürlich schauen, aber ich bin hier für Tech, nicht für Marketing. Um euch das perfekte Beispiel für kontextbezogene Werbung zu geben. Hast du auch so wenig Lust auf alte, verstaubte Bücher, die Informatik von 1960 erklären? Willst du lieber digital verstehen, indem du digital lernst und präsent Erfahrungen sammeln kannst? Wie wäre es dann mit einem Studium bei der FHDW? Die haben duale Studiengänge für BWL und Wirtschaftsinformatik, zum Beispiel mit der Spezialisierung Digital Business, Cybersecurity oder Data Science. Denn wer die digitale Zukunft mitgestalten will, dem kann ein Studium der Informatik definitiv nicht schaden. Was sagst du?
Was wird das? Na, ich bewerbe mich. Ja, aber du willst doch digital sein. Also nimm den Rechner dazu und klick auf den Link unter Morpheus Video. Wir haben nun also gesehen, personenbezogene Werbung ist ein gigantischer Treiber für Datensammelwut, kann aber auch sehr missbräuchlich eingesetzt werden. Von Staaten, Firmen und natürlich von Hackern. Wir haben gesehen, dass viele Firmen sich darauf verlassen, dass es aber unter Umständen viel einfacher wäre, auf kontextbasierte Werbung umzusteigen. Potenziell wäre das bessere Werbung, leichtere technologische Umsetzung und dadurch auch ein einfacherer Einstieg in den Wettbewerb für neue Anbieter von Werbung. Wir sehen auch politisch eine große Welle der Veränderung. Der Digital Services Act in der EU hat personenbezogene Werbung für Kinder und Jugendliche vollständig verboten, ebenso wie Daten aus sensiblen Kategorien nicht mehr für Werbung genutzt werden dürfen, sowie Sexualität, politische Orientierung oder Religion. Ist natürlich jetzt schwierig, das auch wirklich zu überprüfen, ne? Aber die Idee ist gut. Auch in den USA haben die Demokraten einen solchen Gesetzesentwurf vorgelegt. Auch dort soll keine Werbung mehr erlaubt sein, die zum Beispiel auf Alter oder Geschlecht basiert. Ich erinnere aber nochmal, dass der Kontext zwar solche Informationen indirekt zulässt, aber diese Informationen über Zuschauer nicht gespeichert werden müssen. Auf Super RTL habe ich ja damals auch keine Eis.de Werbung gesehen, sondern Werbung für den nächsten geilen Shit aus Lego, den ich ganz dringend gebraucht habe. Ja, das Problem wäre damit etwas eingedämmt, aber vermutlich nicht vollständig aus dem Weg geräumt. Was meint ihr? Personenbezogene Werbung weg? Reicht uns das? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.